So, da sind wir wieder zurück mit einem erneuten Video. Diesmal stelle ich euch die Powermatic 3 vor, eine Titanoptik. Und ich würde sagen, wir beginnen auch mal direkt mit dem Unboxing. So, da haben wir einmal das mitgelieferte Reinigungsset und den Strom. Den mache ich mal kurz an die Seite. Den brauchen wir später wieder. Das kommt auch mal an die Seite. Und ebenfalls dabei eine Anleitung. Mal kurz reingucken. Das mache ich mal für euch auf. So. Das ist ebenfalls bei jeder Powermatic-Maschine dabei. Eine Anleitung, wie die Maschine zu benutzen ist. Auf Deutsch und auf Englisch. Dann nochmal eine detailliertere Anleitung. Dann hier der Schein für die Garantie mit einer Seriennummer. Und nochmal die Erklärung zur Garantie. Die Seriennummer sollte jetzt bei euch geschwärzt sein, aber da sollte auf jeden Fall bei euch eine Seriennummer von eurer Maschine stehen. So, dann kommen wir jetzt zum Herzstück der ganzen Sache. So, fertig ausgepackt ist das jetzt die Maschine. Das zeige ich mal von allen Seiten. Hier ist der Stromanschluss. Hier der Schalter. Von unten, von vorne, an der Seite. Hier stopfen wir dann unsere Zigaretten gleich. Hier ist ein Fach für die fertigen Zigaretten. Hier haben wir die Clean-Taste, hier haben wir die Start-Taste und hier haben wir die Taste für die Fülldichte. So, ich würde sagen, da fackeln wir auch gar nicht lange. Wir schließen das gute Stück mal an. Also, dann nehmen wir uns hier das Stromkabel und schließen die Maschine an. So, dann nur noch den Stecker hinten auf an. Und wir haben ein Bild. Standardmäßig sind immer 2 Stopfungen. Die Maschinen werden halt vom Haus aus getestet und deswegen nicht wundern, da müssen immer 2 Stopfungen schon bereits drauf sein. Hier sehen wir die gesamten Stopfungen und hier sehen wir die Stopfungen unserer jetzigen Session. Eine Besonderheit, die einem direkt ins Auge sticht, ist der Tabakschredder. Den haben wir auch bei der Powermatic 5 Plus. Das ist einfach dafür, dass der Tabak optimal zerkleinert wird. Da aus der Vorsicht steht nochmal drauf, scharfes Messer. Genau, dann haben wir hier den Hülsenschacht. Da machen wir gleich unsere Hülsen rauf. Hier machen wir den Tabak rein und hier legen wir die fertigen Zigaretten ab. Wir beginnen eigentlich mal direkt mit dem Stopfen. So, dafür machen wir das Fach hier auf. Kein Feinschnitt, sondern wirklich Volumentabak. Das ist wirklich eine sehr wichtige Sache. Dann machen wir als nächstes, nehmen wir uns einfach mal eine Hülse. Drücken einfach nur auf Start. Oh, natürlich die Tür zumachen und auf Start drücken. Unsere erste gestopfte Zigarette. Man sieht, Fall gefüllt. Dann machen wir die nächste, aber erhöhen mal die Dichte ein Stück. So, einfach wieder hier ran machen. Da wird gleich festgehalten automatisch und dann wird der Tabak reingeschoben. Zack. Die nächste Zigarette, die ist ein bisschen fester. Ich würde sagen, wir machen auch direkt die letzte Stufe. So, Zigarette ran. Zack. Und der Tabak wird eingeschoben. Fertig. So, die ist jetzt wirklich prall gefüllt. So, ich mache einfach mal noch eine auf der ersten Stufe, einfach damit ihr es schön sehen könnt. So, wir machen die ran. Und sobald ich auf Start drücke, wird die Hülse festgehalten durch diesen kleinen, ich probiere das ein bisschen nennen, durch diese Halterung über der Hülse. Und dann wird das Tabak eingeschoben. Zack. So, und man sieht schon, 4 in dieser Session und 6 Stopfungen hat diese Maschine insgesamt. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Zigaretten gestopft. Ich habe jetzt 8 Stück gestopft, habe mich ungefähr um die 2,5 bis 3 Minuten gebraucht. Jetzt sieht man alles hier leer. Jetzt wird Hopper angezeigt. Das heißt einfach, hier ist kein Tabak mehr drin. Und sagen wir, ich bin fertig mit Shoppen. Ich habe erstmal genug. Das reicht mir jetzt auf jeden Fall erstmal für einen Tag. Jetzt geht es an einen Part, wo man leider nicht dran vorbeikommt, an die Reinigung der Maschine. Das ist eigentlich bei jeder Powermatic, eigentlich sogar auch bei jeder Stoffmaschine so. Nach jeder Nutzung ist es schon wirklich empfohlen, die zu reinigen, damit die Maschine auch wirklich lange hält. Weil sonst kann es halt vorkommen, was wir wirklich sehr oft mitkriegen,
dass hier drin diese Hülsenzufuhr, dieser Schacht, dass der verklebt durch die Tabakreste. Wenn das passiert, dann hilft leider nur das Paket zurückzuschicken, dann muss sich der Hersteller drum kümmern, muss es wirklich auseinanderschrauben. Das wollen wir wirklich finden. Wir wollen ja, dass unsere Maschine lange funktioniert und lange stopft. Deswegen nehmen wir uns jetzt nach der erfolgreichen Stopfung das Reinigungsset hier. Machen das mal aus. Ja, das mal auf hier. So, hier sind sogar noch Ersatzdichtungen dran. Die sind dann hier links über den Hülsenhalter, genau, dafür sind die. Aber jetzt zum Reinigen würde ich sagen, wir machen die Maschine erstmal aus. Geht einfach darum, wir wollen ja nicht da irgendwie, dass das Ding angeht, der Schredder. Schließlich auch eine Clean-Taste. Die können wir einfach mal gedrückt halten. Dann steht da Clean. Dann drücken wir einfach auf Start. Was er jetzt macht, genau, wirklich schön alles leer machen lassen. Den machen wir jetzt hier noch mal auf. Jetzt kommt nicht viel raus. So, dann höre ich mal auf mit Clean. Dann mache ich die Maschine aus. Das ist wirklich sehr wichtig. Wenn wir das nach jeder Session machen, dann ist wirklich eine Langlebigkeit auch ziemlich sicher. Also jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, für wen lohnt sich die Powermatic 3 Plus jetzt überhaupt? Also zum Aufnahmezeitpunkt des Videos beträgt der Powermatic 3 Plus 229 €. So, jetzt ist die Frage, zwei Fragen. Entweder Powermatic oder Hawkmatic, eine Powermatic 3 Plus oder eine Powermatic 5 Plus. Zur Frage Hawkmatic gegen Powermatic 3, da kommt noch ein dediziertes Video dazu. Das würde ich dann verlinken hier, wenn es online ist. Jetzt ist die Frage, ob eine Powermatic 3 Plus oder eine 5 Plus. Eine Powermatic 5 Plus kostet zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos 349 €. Ist quasi 120 € Differenz. Jetzt ist die Frage, lohnen sich die 120 € Differenz zur Powermatic 5 Plus oder nimmt man lieber die 3 Plus? Dazu sei auch gesagt, die Powermatic 3 ist die günstigste halbautomatische Stopfmaschine, wo man wirklich auf den Knopf drückt und es gestopft wird. Jetzt rein, ich rede jetzt nur vom Powermatic-Segment. Ja, ist die Frage, ob sich der Aufpreis lohnt von 120 €. Man muss bedenken, bei der Powermatic 5 Plus kriegen wir für diesen Aufpreis einen vollautomatischen Modus. Das ist einfach nur auf Start drücken und der Stoff durch, bis er kein Tabak oder keine Hülsen mehr hat. Das ist außerordentlich praktisch. Außerdem haben wir hier dann einen kleinen Auffangbehälter. Ja, das ist so das Hauptding, was wir eigentlich dazu bekommen für die 120 € Differenz. Lohnt sich das? Das kommt meiner Meinung nach darauf an, wie viel man am Tag raucht, wie viele Zigaretten man am Tag stopft, ob sich dieser Komfort dafür lohnt. Ich hätte gesagt, wenn man mehr als 20 Zigaretten stopft oder ab 15 plus, dann würde ich schon tendenziell zur Powermatic 5 Plus greifen, weil dann stoppt man schon so viele Zigaretten und dann ist es natürlich schon echt erheblich angenehmer mit der 5 Plus. Aber ich würde sagen, für alles herunter ist die Powermatic 3 definitiv zu empfehlen. Man spart 120 € und bekommt auf jeden Fall eine wirklich sehr solide Maschine für den Preis. Auf jeden Fall nicht verkehrt, muss ich sagen. Ihr könnt ja gerne auch mal eure Erfahrungen mit der Powermatic 5, mit der Powermatic 3 in die Kommentare schreiben, welche ihr besser findet, welche ihr auch vielleicht empfehlen würdet aus ihrer eigenen Erfahrung. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Und schreibt auch gerne sonst Themen rein, die euch interessieren, rund um Stopfen. Sei es jetzt Behind the Scenes, sei es jetzt Hawkmatic. Hawkmatic haben wir jetzt auch im Sortiment. Da kommt auch noch Content dazu. Wie gesagt, da auch gerne, was euch interessiert, welche Vergleiche euch interessieren, lasst mich gerne wissen. Und ansonsten viel Spaß beim Stopfen.